Ja, guten Morgen, liebe Scooterfreunde, herzlich willkommen. Ich bin heute wieder bei Micha, beim Kaffee Racer. Wo ist er? Da oben ist er. Kaffee Racer 69. Hallo. Beim Kaffee Racer 69 in Berlin. Heute geht es mal um das Thema Unboxing. Wir unboxen heute mal was? So ein Zwei-Räder, rot, Was Rotes? Lenker, Okay, eckig, 2 Räder, eckig. rot, eckig, aus dem Kasten raus, also eine Vespa. Und das ist, glaube ich, eine Sprint. Eine Sprint. Genau. Es Und gab ein die- Gewinnspiel eines namhaften großen Unternehmens und die Fahrzeuge sind jetzt hier und werden ausgepackt und wir lassen euch mal teilhaben, wie man so ein Fahrzeug auspackt, von mir aus auch, wie man das schnell montiert, weil Genau, ich schon dass man gesehen mal habe, sieht. der ein oder andere kriegt so eine Kiste auch mal nach Hause geliefert. Echt? Ja, hab ich krass. irgendwie im Internet, also ich habe keine Ahnung wie, aber ist so. Gut, also wir machen heute mal ein Unboxing und den Zusammenbau, damit ihr mal seht, wie eure neue Vespa, wenn die ankommt, dann ausgepackt wird und zusammengebaut wird. Und los Genau, geht's. machen wir. Auf geht's. Die Kisten sind so groß, ich meine, hallo, so lang kann kein Mensch auspacken, braucht man immer 2 Leute. Heute dabei mein Freund Martin. Martin hilft beim Unboxing. Sehr cool. Also zu zweit, zweimal notwendig, um die Kiste jetzt anzuheben. Auf jeden. Na, So, dann ich habe schon mal was vorbereitet, weil normal sind hier immer so die Plastik. Strapse rum. Ja, genau. Ich du war hast so das frei, schon mal- die schon mal kling, 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 Hast kling schon mal zu abgeknipst? entfernen. Ja? So, wenn man sich jetzt vorstellt, Kadak, 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 ab, brauche ich dich jetzt. Weil jetzt würde ich gerne den Deckel feierlich abheben. So, was ihr vor allem braucht, ist viel Platz, wenn ihr so eine Kiste kriegt. Ja? Viel Platz und einen riesigen Pappcontainer hinterher. Und da sind so Griffe hier, da kann man dann reingreifen und pada! Komm, wir gehen zu dir. Sonst steht das Ding im Weg. Ach so, falls jemand so einen Karton haben will, jetzt. Jetzt melden, Karton Ja, zu haben. steht vorne ganz groß Vespa drauf, kann man in seiner Garage anpinnen. Wir hatten sowas. So, wunderbar verpackt der ganze Spaß, steht noch auf einer Holzpalette. Da muss man natürlich wahnsinnig aufpassen, wenn man die raushebt, dass man hier nicht mit dem Unterboden oder irgendwas gegenkommt und das Ganze, also den Lack verkratzt oder so. Ja. Da muss man wirklich aufpassen. Ja, fangen wir doch einfach mal an. Halt die mal hier fest, vorne, so einfach hier so am Lenker. Macht sich wirklich besser zu zweit sowas. Einfach nur so einfach festhalten. Weil ich heb die hinten raus, dann tauschen wir. Alles ganz easy. So, ich heb die dann hinten raus. Es ist ja nur eine Fuffi, die ist ja nicht so schwer. So, und jetzt Wie machst du das tauschen mit wir. einer 300er? Hebst du die auch so raus hinten? Na klar. Logo, ne? So, und jetzt hinten machen wir mal dasselbe Spiel, mache ich vorne. Wenn ihr die vorne anhebt, könnt ihr jede Vespa ziemlich gut anheben an der Schwinge hier unten. Da Ah. kann man schön drunter fassen und dann hat man das Ding auch schon in der Hand. Fertig. Warte, nimmst du mal das Holzviech weg? So, da ist es schon raus aus der Kiste. Jetzt machen wir Fertig. noch die Schutzfolien weg. Genau, fertig. So. Guck mal, und das große Kleidungsstück hier auch raus. Und jetzt sieht man schon, dass die noch an einzelnen Stellen, halt hier überall in den Groben, sind noch zusätzliche Schutzfolien dran, noch vorne am Fender, dass da keine Kratzer rankommen. Die kann man dann einfach abziehen. Fertig, überm Sitz ist sowas. Und jetzt können wir gleich mal schauen. Unterm Sitz nämlich, in dem Helmfach, sind die restlichen Teile, die wir brauchen. Wir haben einmal, das ist das Spiegelkit. Klack, klack. Ha, da gibt es auch gleich was zu sagen. Hier die Spiegel. Batteriesäure. In dem Fahrzeug ist die Batterie schon hier unten drin, nur noch nicht beladen. Ah, da muss noch Säure rein. Ja, das ist auch interessant, weil Batteriesäure ja eigentlich nicht mehr an Endverbraucher gehen darf. Ja, stimmt. Wie kann das Fahrzeug dann mit der Kiste so zum Endverbraucher? Gute Frage, ne? Ja. Egal. So, also das machen wir aber gleich. Das ist ja alles drin. Dann ist hier noch ein bisschen Schrauben, Batteriehaltebügel, die Bedienungsanleitung, ja, die nie einer liest. Manchmal würde es aber Sinn machen. Zusammenbauen. Fertig. Das war's schon. Auspacken war es tatsächlich schon. Alles ja. in einem Stück. Also natürlich dann schön angucken nach Kratzern, wenn man das alles abgemacht hat. Und dann, was man als erstes machen sollte, noch eine Sache, tatsächlich, wenn man sein Fahrzeug hat, nimmt man das Ding raus. Gucken, ob der Motor drin ist. Ja, der ist fast immer drin, fast.
Was manchmal vorkommen kann, dass die Nummern hier nicht stimmen mit denen, die du in der Hand hältst. Oh, okay. Also nochmal kann abgleichen. ja mal passieren. Ne? Papiere abgleichen So ein gegen Zahlendreher, genau. Papiere unbedingt abgleichen mit der Fahrgestellnummer. Nichts wäre ärgerlicher, wenn das Ding schon aus der, wobei nach Fuffi geht's, aber bei der Zulassungspflichtigen kommt aus der Zulassung, du stellst fest, das ist gar nicht mein Fahrzeug. Dann wartest du noch mal 3 Wochen. Dass sowas nicht schon mal passiert wäre. Ja, vor allem wäre es dann schon mal zugelassen, ein Fahrzeug, das du ja nicht hast. Ja, stimmt. So. So, das sind wir mit dem ersten Schritt schon mal fertig. Genau. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie der Rest verbaut wird, dass er komplett Übergabe fertig ist. Können wir machen, ja. Dafür gehen wir rein? Können wir machen, ja. Dafür gehen wir rein. Ja, würde ich sagen. Micha. Dafür gehen wir rein. Schön warm. Martin kommt auch mit? Auf jeden Fall. Na, dann gehen wir mal ins Warme. Ist immer noch ein bisschen frisch draußen. Die erzählen was von Sommer. Ich weiß nur nicht wo. Tschakka, tschakka. Und hier hinten steht schon eine. Ja, wir haben hier schon mal was vorbereitet. Das ist Weil ein wir haben ja zweites 2 Modell. Fahrzeuge. Diesen ganzen Papierfolien-Quatsch. Was man hier oben noch mal ganz gut sehen kann, aber das sehen wir gleich. Hier unten kommen dann noch so Gummis in den Unterboden rein. Also so Ablaufgummis. Ablaufgummis und sowas, dann, ne? Und das zeige ich euch aber auch gleich. So, abmachen. Einmal ringsrum gucken, dass alles da ist. So. Klar, nachher zum Schluss gucken wir nach Luftdruck und Öl und sowas, ne? Aber das machen wir erst am Schluss. So, und jetzt mal ein bisschen runter. Und dann holen wir unseren Kram da mal wieder raus. Kannst du mal ein kleines Glas heißes Wasser bringen von der Kaffeemaschine? Bitte? So, Spiegelchen. Packen wir mal aus. Spiegelchen. So. So, und dann. Wo ist denn der Martin? Ah, das heiße Wasser? Das ist ja großartig. Für was denn heißes Wasser? Heißes Wasser ist nur so ein Trick. Und zwar, wir hatten ja gerade schon geguckt, dass wir unten im Rahmen so Ablaufgummis haben, die da so reinkommen. Ah. Und die stopfen sich so ein bisschen störrisch rein. Je nachdem, wenn das Fahrzeug... Genau. Und damit die einfach ein bisschen weicher sind, speziell betrifft es diese eckigen Gummis, ups, schmeiße ich sie entweder runter oder leg die einfach kurz in warmes Wasser ein. Fertig. Und dann kann man sie nachher besser reindrücken. Föhn. Hauptsache man erwärmt die Dinger irgendwie und dann ist fertig. Und dann geht es tatsächlich ratzfatz, flupp, flupp sind die drin. So. Da ist der zweite Problemfall, nämlich diese eckigen. Das sind die störrischsten tatsächlich. Die haben, ne? Aber jetzt nicht mehr. Also gleich nicht mehr. So, lassen wir die da drin. Den Rest können wir auch mal auspacken hier. Dankeschön. Da haben wir dann, wie gesagt, die besagte Bedienungsanleitung. Dann haben wir die Kennzeichenplatten, 2 Stück. Also entweder, dieses Format ist mir tatsächlich nicht klar. Ich glaube, es ist ein italienisches, weißt du das? Das ist ein italienisches Format, ne? Gehe ich ganz stark von aus, ein italienisches Fahrzeug. Also es hat nichts mit unseren Formaten zu tun, Vena 125, noch irgendwas. Ja? Ist aber halt immer dabei, klar, brauchen wir nicht. Das ist die Kennzeichenplatte für unser 50 Kubik Format, kommt hier rangeschraubt. Dazu kann man sich dann nämlich auch an einer Hand abzählen, welche Schrauben, welche Muttern, sind nämlich jeweils immer nur 1, 2, 3, 1, 2, 3. Na, ist ja übersichtlich. Ist übersichtlich, genau. Was ich vorab mache, bevor ich das alles einbaue und während des, ich baue mal schnell die Batterie hier aus und befülle die mal in der Zeit. So, die Batterie natürlich, wisst ihr alle, ist hier unten im Mitteltunnel. Die ist da hingewandert seit der Primavera. LX, ET hatten die ja unten, hinten unterm Sitz. So. Klack, klack. Da ist die Batterie. Da haben wir sie. Und dann auch hier. Wie gesagt, es ist seit diesem Jahr, kann man normalerweise die Dinger nicht mehr im Einzelhandel als Endverbraucher erwerben. Sondern nur befüllte. Ja, nur noch befüllte. Was natürlich auch ein Vorteil ist, weil man muss mit dieser
der Säure schon sehr vorsichtig sein. Da reicht ein Tropfen und du hast übermorgen ein Loch in der Hose oder in der Klamotte, die du anhattest. So, hier ist so ein Dauerverschluss, weil es sind wartungsarme Batterien. Da ist so ein Vlies drin. Ne? Das ist keine Gelbatterie, aber es ist eine wartungsarme oder freie wartungsarme. Dieses Vlies wird gefüllt mit der Flüssigkeit und danach wird es verschlossen und nie wieder geöffnet. Ja? Also man hat das nicht wie bei den alten klassischen Säurebatterien, wo man nachfüllen muss. Wo man nachfüllen muss, genau. So, und hier ist es schon vorgefertigt. Das geht hier so rauf und dann einfach mit einem beherzten Klack drin. Und dann lässt man das jetzt ganz in Ruhe an einem gut belüfteten Ort. Ich wähle dafür meine Fensterbank an einem gut belüfteten Ort. Nicht drinnen bitte, ja, weil dabei entstehen tatsächlich explosive Gase. Ja? Und es riecht auch hässlich, es riecht nach verfaulten Eiern, es riecht nicht gut, es ist ätzend. Also draußen machen. Weg, genau. So, und die sind jetzt schön elastisch. Und jetzt hat man hier unten, hier sind die eckigen, hier ist rund, hier nochmal rechteckig. Also man kann das nicht verkehrt machen. Ja, wer als Kind diese komischen Puzzleteile zusammengebaut der hat, kriegt auch das hin. Ja, genau. Wenn Mama das versäumt hat, dann könnte es schwierig werden. So, der kommt hier rein. Also sozusagen eine Abdichtung des Unterbodens. Ja, genau. Ja. Dass von unten das Spritzwasser einerseits nicht reinkommt. Teilweise sind es produktionsbedingte Sachen, wo die Rahmen auf Robotern getragen werden. Es sind aber auch wirkliche Ablaufgeschichten, weil es kommt ja auch trotzdem Feuchtigkeit dahinter. Allein selbst wenn es hermetisch abgeschlossen wäre, Schwitzwasser. Ne? Ja. Also es kommt Feuchtigkeit da rein. Von da könnte man auch, wenn man will, mit einem Schlauch und Hohlraumkonservierung. Kann man von unten machen? Genau, das ist die Variante, wo man natürlich nicht genau sieht, wo man hinsprüht. Wobei, es sind so grobe Nebel, also so große Nebeldüsen, das geht schon, kann man schon machen. Ne, wenn man es natürlich exakt haben will, muss man das auseinandernehmen. Schöner als oben. Ne? Dann kommt man ja auch an die Kanten ran, wo es dann manchmal so ein bisschen an die empfindlich ist. Ne? Hier oben ist so eine Kante, wo man hin müsste. Aber ja, das geht auch. Ginge. Also erstmal so ein Grundschutz, weil man muss so eine neue Vespa nicht komplett zerlegen, um sofort Hohlraumkonservierung zu machen. Ist nicht notwendig. Ja? Die Panik bitte streichen. So. Hier vorne der Gummi, da käme auch, das ist bei der GTS ähnlich, da sind es 2 von diesen rechteckigen. Hier kommen auch unter anderem, wenn ihr die Tucano Urbano fahrt, ja, also die Winterdecke, dann müsst ihr diesen Mittel, bei der kleinen, bei der großen halt 2, müsst ihr die entfernen, weil hier kommen Haken rein. Die werden da unten eingehakt. Die werden da unten eingehakt, ne? Genau. Schrubs, aber jetzt machen wir das Ding erstmal zu. So. Und die sind so schön weich, dass die sich jetzt wirklich ganz einfach... Natürlich braucht man dafür eine Kaffeemaschine. Wird die bei einem italienischen Roller nicht mitgeliefert? Also wir kriegen immer eine mitgeliefert. Also schon, Siebträgermaschine ist bei jeder Vespa dabei. Ja, sonst würde sich das ganze Geschäft ja gar nicht lohnen. Weil an der Vespa verdient man nichts. So. Okay, alle dran. Und von hier sieht man gleich noch den Klack. So, auf der anderen Seite ist auch noch so ein Teil. So, weg, fertig. Gut, die sind drin. Also ich mache jetzt mal was nicht so ganz korrekt ist. Also normal, tut mir einen Gefallen. Obwohl, ihr habt es nicht mehr. Ihr kommt nicht mehr an die Säure. Wenn ihr doch an die Säure kommt, wir nehmen das mal, arbeitet man natürlich bitte immer mit Schutzbrille. Ja, weil wirklich wichtig. Das hätte ich auch schon beim Drauf, immer mit Schutzbrille arbeiten. So, hier jetzt, wir machen das trotzdem mal kurz zusammen. Hier kontrolliert man jetzt natürlich, ob die Kammern auch wirklich alle leer gegangen sind von der Batteriesäure, dass es auch wirklich eingelaufen ist in die Batterie. Es ist natürlich auch für diese Batterie korrekte Menge, wird ja zusammen geliefert. Und jetzt nimmt man das ab. Vorsichtig natürlich, weil es spritzt und tropft manchmal so ein bisschen. Deswegen auch die Schutzbrille wirklich wichtig. Ja. Handschuhe eigentlich auch wichtig. Handschuhe, Schutzbrille. Ne? Also das sollte man machen. Wie gesagt, zu Hause habt ihr es eigentlich nicht mehr, diese ganzen Gefahrenquellen. Aber wenn, dann einfach so machen. So, das Ding ist natürlich Sondermüll. Und jetzt wird die Batterie verschlossen mit... Der war ja hier drauf. Ne? Batterie wird verschlossen. Aufsetzen. Und dann, für die wirklich lange Lebensdauer, lässt man die jetzt am besten an ein Ladegerät. Schning, schning. Und lädt diese Batterie
Batterie am besten über Nacht einmal vollständig durch. Man könnte die auch sofort anschließen, gar keine Frage. Das erhöht die Lebensdauer. Ah, gut. Ja? Immer mitgeliefert mit der, also in der Batterie, ne? Die neuen kleinen Batterieteilchen. Auch wenn ihr eine neue Batterie holt, ist es auch mal dabei. Dann hat man aber auch noch die alten. So. Auch nicht weiter dramatisch. Und ganz banal. Das sind so Plättchen, die kommen hier rein. Und hier rein. Wichtig ist, auf die Polarität zu achten natürlich. Ne? Hier steht Plus, hier steht Minus. Also nicht verkehrt rum einbauen, verkehrt rum anschließen. Auch so ein Klassiker. Ja? Sonst gibt es natürlich einen Kurzschluss. So, Batterie rein. Gucken, dass der Batteriekasten richtig sitzt. Kann man ja, hier ist ein Batteriekasten drin. Der sitzt hier auch in einer Ablaufbohrung. Da ist ein Ablauf, kann man das sehen? Ja. Genau, weil man hatte früher noch mit den Säurebatterien, also den richtigen, den nicht wartungsarmen, die haben noch einen Überlauf gehabt und da muss die Säure dann natürlich, damit die nicht in der Karosserie landet, irgendwo hin. Da ist ein Ablaufschlauch hier dran, der dann hier unten in die freie Natur gegangen ist. So, also Batterie rein, Polarität beachten. Und dann passt das schon. So, jetzt ist häufig die Frage mit dem, was zuerst anschließen. Bei dem Fahrzeug hier fast egal, weil wir überall Kunststoff haben. Ansonsten, hier ist natürlich der Rahmen, Metall. Ansonsten Eselsbrücke, raus, Minus zuerst, rein, Plus zuerst. Also rein, raus, Minus. Minus rausnehmen, Plus reinnehmen. Warum ist das so? Weil, wenn ich sie jetzt reinbaue, oder nehmen wir mal den Fall, ja, reinbaue, ist ja gerade der Fall. Jetzt setze ich Plus an, ja, schraube hier Plus fest. Ich komme hier gleich den richtigen Schraubendreher, drehe das hier fest und komme beim Schrauben an die Karosserie. Plus Karosserie. Wird ja nichts passieren, weil die Karosserie steht nicht unter Masse. Wenn der schon dran ist, steht sie unter Masse. Dann haben wir ein Problem. Zischt das. Deswegen umgekehrt beim Rausnehmen dasselbe. Minus, ich will die Batterie rausnehmen. Minus, ich will sie entfernen. Minus, subtrahieren vom Fahrzeug. Ja, nehme ich Minus ab. Ja, beim Schrauben mit Minus komme ich Minus, Minus, Minus und komme bei Minus, Minus an die Karosserie. Minus und Minus ist scheißegal. Ist egal. Hab's ab und kann entspannt den Pluspol abschrauben. Gerade bei vielen Motorrädern ist es so, dass es wirklich sehr eng ist, dass man häufig an den Rahmen kommt beim Schrauben oder sowas. Ja? Da ist die Reihenfolge wirklich, wirklich wichtig. Also generell mal für das Thema. Ne? Hier trotzdem, damit man es im Kopf hat, rein Plus zuerst, raus Minus zuerst ab. Um Kurzschlüsse zu vermeiden. Oh, du bist großartig, danke. So. Da hat mir nämlich Martin jetzt schon mal das gereicht, das Werkzeug. So, mein Plättchen, jetzt hat er gefasst. Toll ist, wenn man hier, das machen wir dann auch gleich, noch ein bisschen Batteriepolfett, falls man welches hat, um die Kontakte ein bisschen zu pflegen. So. Okay, alles klar. Schön festgezogen. Wer will, kann es ja noch mal mit einem Achter, hier in dem Fall, oder 10, je nachdem welche Batterie, kann es nochmal nachziehen. Das ist ja ein Sechskant. Und jetzt ist die Batterie soweit schon mal drin. Ja, Batteriekasten, Batterie. Und jetzt kommt der Batteriebügel darüber. So, ich habe jetzt für die Zuschauer die Werkzeuge von dem Lack hier runtergenommen, weil da gibt es ja immer so Kommentare, die Werkzeug kratzt. Sorry Jungs, also man kann es vernünftig ablegen, sauber arbeiten, wenn man keinen Dreck dazwischen hat und sauber arbeitet, funktioniert das alles. Ich möchte sehen, dass ihr im Leistungslohn es schafft, das Werkzeug immer wieder zurückzuhängen und zu nehmen. Das könnt ihr zu Hause gerne machen. So, weiter geht's. Batteriehaltebügel, extrem wichtig, weil wenn ihr den nicht verwaltet, also der klemmt die Batterie, ja, dass sie sich hier drin nicht bewegt, also durch Erschütterungen. So, wenn man den weglässt, auch schon ab und zu gesehen, dann wackelt die Batterie immer hin und her und dadurch können sich die Pole lösen. Okay. Und dann hast du einfach irgendwann keinen Kontakt mehr. Es schädigt die Batterie unter Umständen natürlich, ne, weil Kontakt nicht Kontakt. Der springt das Fahrzeug nicht an. Wenn du Pech hast, irgendwann denkst du, warum, verstehst es nicht. Klar guckt man immer erst nach der Batterie, aber deswegen ist dieser Haltebügel eben extrem wichtig. Hier kann man auch noch mal sehen, der ist, eine Seite ist ein bisschen länger, eine kürzer. Also selbst wenn man den so raufschraubt, wird man feststellen, das geht irgendwie nicht, es macht keinen Sinn. Auch das hat eine Logik, der man sich schwer entziehen kann. So, hier bitte beim Schrauben ansetzen.
darauf achten, erst die Schrauben ansetzen, nicht gleich reindrehen, weil es auch blöd, wenn man hier in die Karosserie schief reindreht. Natürlich gibt die Schraube nach, aber wer von euch hat Ersatz zu Hause? Das ist ja die Frage. Also immer erst beide ansetzen, weil es manchmal ein bisschen eng sein kann mit den ganzen Kabeln hier und man dann dazu neigt, die schnell mal schief anzusetzen, wenn man nicht das Gefühl dafür hat, wenn man es täglich macht. So, da ist es. Schwumms, so, gerade dran. Weil viel Platz ist hier mit den ganzen Kabeln natürlich nicht. Da muss man auch ein bisschen aufpassen, dass man die nicht quetscht. Das ist jetzt nicht dramatisch, aber einfach mal ein Auge drauf haben, dass man die Kabel nicht einquetscht in dem Halter. So. Hier noch ein Tipp für die Zweitakterfahrer, weil wir gerade an der Fuffi sind. Das ist bei einer großen bis hier genau dasselbe. Alles genau dasselbe. Ja, also die hast vielleicht mehr Unterbodenplöppel, hast du 2 mehr, ja. Die Batterie ist größer, ja. Aber das Konzept ist immer exakt dasselbe. Von daher völlig egal, ob das eine große oder eine kleine ist. Besonderheit hier an der Stelle, das ist ja eine Viertakter noch für die Zweitakter-Piloten. Also gerade wo die Batterie hier ist, also ab Baureihe Primavera und Sprint. Wenn man da so eine Zubehörbatterie kauft, da ist ja in der Zweitakter ist eine normale Flüssigkeitsbatterie verbaut. Ja? Sind diese kleinen halten nicht so super lange, vielleicht nach 1, 2 Wintern draußen gestanden, dann doch durch, weil man sie nicht ausgebaut und gepflegt hat über den Winter vielleicht. Wenn man dann eine neue verbaut und verbaut so eine Wartungsarme auch von Vespa, dann ist die von der Bauhöhe nicht korrekt. Das heißt, es klemmt nicht richtig. Okay. Legt da einfach ein Stück dazwischen. Ja, also wir machen das ja auch. Natürlich nehmen wir eine Wartungsarme und nicht die alte Flüssigkeitsbatterie wieder als Neuprodukt, sondern wir nehmen und dann ein Stück Gummi zwischen ein Vespa-Produkt, also ein OEM auch, aber eben eine Wartungsarme, bauen die dazwischen und legen dann was dazwischen, dass es klemmt. Das ist alles. Ja? So, es geht hier wirklich nur um den physischen Halt der Batterie, dass die sich nicht bewegt. Das ist alles. So, fertig. Hält. Sitzt noch ein bisschen Batteriepulfett. Und dann haben wir das. So, hier gibt es extra. Schont einfach ein bisschen. Also einfach Pflege, alles. Fertig. So, drauf. Dann die Schräublein wieder da rein. So. So, aber übrigens tatsächlich habe ich noch nie dadurch einen Kratzer verursacht. Also 1000 andere Optionen, wie mir auch schon Kratzer passiert sind und so weiter, aber nicht deswegen. So. Super. Batterie drin? Batterie drin. Jetzt kann man losfahren. Ach nee, fehlt ein bisschen was. Kurze Kontrolle. Ah, man hat die Pumpe gerade anlaufen gehört vielleicht. Funktioniert alles soweit. Alles gut, fertig. So, also für die Kennzeichenplatte, ne, hier haben wir die Kennzeichenplatte, brauchen wir eben die besagten 3 Schräublis. Das sind Kreuz bei der kleinen. Die sind bei den großen tatsächlich etwas praktischer anders. So, 3 Muttern. Das sind Schlüsselweite 7. Unterlegscheiben, Sprengringe und ein Kreuzschraubendreher. So, und dann kann man den ganzen Quatsch zusammenbauen. Ich hole mir noch einen 3. Sprengring und dann ist gut. Vorher den Aufkleber hier hat Marc gerade schon so weggemacht. Da auch noch ein Tipp an der Stelle für diese Aufkleberreste. Geht echt gut, wenn man sich Sprühfett nimmt, also WD-40 zum Beispiel oder sowas. Ja, das löst nämlich Klebereste fantastisch. Also für Lack, für alles. Sehr schonend für die Oberfläche. Du kriegst aber alles runter. Und du kriegst aber alles runter. Das ist ein fantastischer Aufkleberreste-Entferner. Also jegliche dieser Sprühöle. Schrums. So, jetzt könnte man noch mal alle Reste weg. So. Sprengring. Schraube. Durch. Scheibe. Mutter. Also ich setze die erst alle an, wie immer. Und dann ist ein bisschen fummelig hier hinten. So, weil das halt so eine kleine Mutter auch ist, deswegen nehme ich die. Halte ich die jetzt nur fest. So, alles klar. Hammer, wunderbar.
So, 2. Hier unten rein, klack. Scheibe drunter. So, Moment. Ich mache das immer einzeln. Scheibe, Mutter. So. So, festgehalten. So, gut. Bisschen fummelig, ne? Ist ein bisschen fummelig, ja, weil es halt sehr winzig ist, ne? Ein bisschen was für. Aber siehst du, haben wir auch angesetzt schon. So, noch der letzte. Und dann haben wir das auch. Lang. Ich glaube, das ist eine der Sachen, die am längsten dauert. Dafür gehen die Kennzeichen nachher mal schön schnell. Die Kennzeichen gehen schön schnell, ja. Ja, das stimmt. Wobei die könnten auch eine Idee. So kurze Kennzeichenschrauben gibt es ja nicht. Du bohrst halt immer ein bisschen durch den Fender hier mit durch. Weil es einfach zu dicht dran ist. Aber ich finde es nicht schlimm, ehrlich nicht. So, sitzt. Schlüsselweite 7. Hier oben ein bisschen eng. So. So. 1. Und hier reicht es auch, die von der Seite festzuziehen. Die Schraubensicherung entsteht natürlich automatisch durch die Unterlegscheiben und dadurch, dass es Kunststoff ist. Und noch ein Sprengring. Also sicherer geht es ja gar nicht. Nein, das reicht, wenn man die handfest, also vernünftig, aber handfest macht. So, fertig. Alles gut. Und zwar geht es mir noch um was zu zeigen, weil man das häufig sieht, dass es eben nicht richtig zusammengebaut ist. Und zwar, man hat ja viele Neufahrzeuge, gleich eine Scheibe ran und so weiter. Ne? Also wie man das hier, die Reihenfolge ist beschrieben in der Anleitung und so weiter. Ne? Genau. Das ist ganz klar. Wichtig hierbei ist aber jetzt, wenn ihr die Dinger hier, also Scheibe ist dann drauf, hier reinsteckt. Ja? Ich drehe es mal zur Seite. So. Wenn ihr die hier reinsteckt, ist ganz wichtig, dass dieser Plastikdübel vollständig hier drin verschwindet. Bei den GTSen gibt es da hinten so eine Klammer, da macht es so Klick, genau, kann man hören. Das sich so ein bisschen ja, rein. aber selbst wenn man das Klick nicht hört, das Klick ist nicht entscheidend, das ist nur eine Hilfe. Ja? Wichtig ist bitte darauf zu achten, dass es komplett drin ist. Weil ist es das nicht, und das sehe ich sehr häufig, oder sehen wir hier sehr häufig. So kann sich ja kein Halt aufbauen. Ne? Ja, ich sehe es. Ja. Hier noch ein bisschen ran. Hier kann man das quetschen natürlich. Das hält auch, gar keine Frage. Es hält aber lange nicht so gut. Also es hält auch stabil, aber nicht so gut. Und das Schlimmste ist, wenn ihr das mal rauszieht, der Dübel ist danach zerstört. Ja. Den kann man mit Heißluft und Heißwasser und viel Mühe und Arbeit irgendwie wieder hinbiegen, weil diese Dübel gibt es nicht als einzelnes Ersatzteil, genauso wie den Kollegen nicht. Oh, ja, stimmt. Das ist nämlich nervig daran. Deswegen bitte darauf achten, weil die lassen sich leichter rein und raus, also raus und reinschieben natürlich später wieder, weil man muss die Scheibe ja mal abnehmen, um ein Leuchtmittel zu wechseln und. Ja, also ganz wichtig, die müssen ganz drinne sein. Das wollte ich nur mal am Rande, obwohl wir es jetzt nicht montieren, einfach nochmal, dass wir vielleicht guter Tipp, das mal kurz angesprochen haben. So, jetzt machen wir die Spiegelchen darauf. Was haben wir hier? So. Auch hier relativ gut gemacht. Die sind immer zweifarbig verpakt. Schon seit Generationen. Kann mich gar nicht erinnern, wann es nicht so war. Grün ist immer der linke. Kann man sich vielleicht... Kann man sich gut merken. Genau. Ne? Weiß ist der rechte. Grün immer der linke. So, hier machen wir jetzt auch noch mal die Folien ab. Hier ist manchmal, dass diese Folien sich so verklemmen darunter. Muss man ein bisschen vorsichtig sein, dass da so Fetzen hängen bleiben. Also es sieht halt nur nicht schön aus. Und ich will natürlich vermeiden, das jetzt zerlegen zu müssen, um die Schutzfolie abzumachen. So. So. Schön. Okay, dann nehmen wir den linken Spiegel. Schlank. So. Die schönen Primavera-Spiegel, die ovalen. Haha, die schönen Sprintspiegel.
die Formsprache, also finde ich die wirklich fantastisch. Die ist super. Die habe ich ja bei mir auch dran als Shorties. Genau, das ist ja Zubehör von den bekannten Zubehörlieferanten, Scooter Center etc. Das Lustige ist, der Primavera-Spiegel kostet ziemlich genau die Hälfte. Da kostet das Paar Primavera so viel wie hier einer. Also passt auf die Dinger auf. Ach, krass. So. So, jetzt nehmen wir unsere Unterlegscheiben. Ne, das, wie bereits erwähnt, Schrums. Ja, hier drauf, also die schwarze nach unten, die andere nach oben. So, und ach so, noch ein Trick. Ich nehme es nochmal weg hier. Noch ein Trick. Manchmal. Das sind 2 Scheiben auch, ne? Ja, es sind 2 Scheiben. Eine schwarze, achso, ich mach's mal auf die Finger. So. Das ist beides Metall? Beides Metall. Mhm. Schwarze machen wir da was Schwarzes, Silber, alles gut. Wobei das auch für den Halt dieses einfachen Bauteils nicht entscheidend wäre, ob man es so rum oder so rum verbaut. Das ist Schwachsinn. Manchmal ist es ja ein bisschen schwierig, so den Winkel hier und dass es gleich passt. Und dann fragt man sich manchmal auch bei seinem Fall, war das jetzt links, war das rechts? Wie war das? Ah, Wie rum muss ich drehen? Weil man den Ansatz nicht sofort gefunden hat und dreht hin und her. Ganz einfacher Trick an der Stelle. Und zwar in die Richtung, wo die Mutter spannt. Ja, das kann man ja ganz gut sehen, wenn ich hier drehe. So rum geht die Überwurfmutter nach unten. Das heißt, sie spannt. Ja? So geht sie nach oben, da ist Ende. Ja? Da ist das Gewinde zu Ende. Die ist ja nur hier rüber geschraubt. Hier ist ja nur ein Gewinde drauf. Einfach mal zu zeigen, Klang, ist ja nur ein Gewinde drauf. Ja? So. Und in die Richtung, wie die Mutter spannt, nämlich gegen den Uhrzeigersinn in dem Fall, ist auch das Gewinde. Wenn man das nicht erkennt, sowieso. Ja? Aber immer so rum, wie die spannen will, also schließen, ist auch die Gewinderichtung. Ja? In dem Fall nämlich verkehrt rum. Genau. Schrums. So, und da wir ja gesagt haben, wir wollen die. Auch ein kleiner Scheiben. Merktrick vielleicht beim Drehen, so merke ich mir das immer. Ja. Wenn der Spiegel dran ist und man würde irgendwo gegenfahren. Wohin klappt er weg? Immer nach hinten. Das ist richtig. Zum Fahrer, damit er nicht nach vorne das kaputt gilt für geht. Ne? alle modernen GTSen, das gilt für Primavera und Sprint in allen Baujahren. Das gilt nicht für LX und Co. Das gilt auch nicht für alle GTS-Baujahre. Okay, also nur für die neueren. Genau. Haben sie wieder geändert. Ja, das ändern die permanent. Ein bisschen Spaß Liegt muss ja auch wahrscheinlich sein. daran, habe sie die falsche genommen. Ist egal, machen wir jetzt so rum. Ich glaube, das hat sowas mit dem italienischen Lifestyle zu tun. So, klack, klack. Grundeinstellung ist immer relativ easy. Und zwar gar nicht so, nicht in Richtung Bremshebel, sondern immer in Richtung, wenn der so parallel zum Griff läuft, mehr oder weniger, dann steht da für 98% der Fahrer richtig. Weil den Rest stellt man sich hier oben über den Kugelkopf ein. Ja? So sieht es hübsch aus, parallel zum Griff. Und dann, Also nicht zu weit nach wenn der vorne zu weit zur vorne ist, Bremse. dann hat man es oft, dass die so stehen. Hier sieht auch merkwürdig aus, oder so, dann stehen die so. Ja, also parallel, dann steht er ziemlich gut in der Grundeinstellung. So, und dann... Der viel gelobte 17er Schlüssel, den er übrigens auch braucht, wenn er eine Scheibe dran hat. Deshalb habe ich den immer dabei. Ist der wichtigste Schlüssel aller Schlüssel. So, und wir ziehen in dieselbe Richtung, wie wir in den Spiegel reingezogen haben, die Spannschraube fest. Und fest ist fest. Und durch die beiden Unterlegscheiben werdet ihr nicht das Problem haben, wenn ihr in den urbanen Räumen über Kopfsteinpflaster und so fährt. Ne? Dann löst sich das nämlich häufig und dann stehen hier öfter... Also jeden Tag steht jemand hier wie im Fahrradladen, jeden Tag jemand steht, der Luft braucht. Steht hier jeden Tag jemand, der nicht weiß, wie man den Spiegel wieder festmacht. Was ja nicht schlimm ist. Ja, aber das ist einfach nur so, kann man sich ja selber machen. Ne? Dann löst sich das nicht mehr. Wenn man die Unterlegscheiben drunter hat, löst sich das definitiv nicht mehr. So, dann haben wir den anderen, den weißen rechten Spiegel. So. Und auch hier. Ja, wissen wir nicht, ist es links oder ist es Rechtsgewinde? Wir überprüfen an der Spannmutter. Ganz normales Linksgewinde. Ja? Klack. Klack. Da ist er. So. Reingedreht. Schön beim Drehen aufpassen, dass man das Ding nicht ins Gesicht haut. Oder
Oder wenn man es zu zweit macht, treffen die sich auch in der Mitte. Genau. Klonk. Mein neuer Spiegel. So, auch hier parallel, also nicht so eher Richtung, ne, parallel eher in Richtung Griff. Und dann sitzt das auch ganz ordentlich. Also dann ist das eine ganz gute Grundeinstellung. So, festgezogen. Fertig. Gummis rüber. So, dann kann man, die Grundeinstellung macht man dann, wenn man sich draufsetzt. Ne? Ist ja klar. Wobei, wenn ihr es eh selber macht, macht es ja gleich sowieso für euch selbst. So, das weg. Dann haben wir das Fahrzeug zumindest von den mitgelieferten Sachen soweit zusammengebaut. Alles gut. Was wir jetzt noch machen, natürlich sind so ein paar Basics. Definitiv. Also abgesehen von der Probefahrt natürlich, auch klar. Machen wir mal Luftdruck. Probefahrt und Volltanken gehört bei uns auch dazu. Oh, man kriegt den vollgetankt an den Roller. Hier bekommt man bei, ja, das ist ja immer von Händler zu Händler unterschiedlich. Wir tanken es voll, weil ich finde, das tatsächlich ein schönes Erlebnis, was abholt. Das war teuer und dann sollte das auch voll getankt sein. Das ist zurzeit etwas teurer. Ich wollte gerade sagen, bei den momentanen Preisen, aber gut, wie viel passt da rein in den Tank? Ja, 7 Liter. 7 Liter, ne? Das Ja, ist dann das ist okay. Übersichtlich. Ja. So. Die werden ab Werk häufig ein bisschen höher befüllt, ja, weil die ja manchmal dann doch eine Weile stehen, damit es nicht zu Standplatten kommt oder so. Ist immer leicht höher befüllt, oftmals. Schöne Felgen, ne? 2,5 drauf, ne? Das ist natürlich zu viel. So. Die Sprintfelgen sind sehr hübsch, ja. Die kann man auch auf die Primavera umrüsten. Das funktioniert einwandfrei. Sind das 11 Zoll oder 12? Sowohl als auch. Aber das sind 12 Zoll Felgen. Nee, Sprint schon immer, Entschuldigung, nicht sowohl als auch. Sprint schon immer 12 Zoll. Sprint 12. Die könntest du auch, haben wir auch schon gemacht, und zwar auf der Davidoff. Die Davidoff hat Sprintfelgen drauf. Ach, das geht auf eine GTS auch auf, ja? Ja, das ist eine GTS, auch da, natürlich. Aber du nimmst dann halt bei der GTS nur 2 Vorderradfelgen, weil du ja bei den kleinen Rahmen hinten eine Trommelbremse hast. Genau, und dann ja. mit der Hinterradfelge nicht anfangen kannst. Aber 2 Vorderradfelgen, das ist eine 3,0er Felge, sie hat 12 Zoll. Hinten ist das Spiel nur ähnlich wie bei der Umrüstung auf 13 Zoll. Das mit dem ABS hinten, das braucht man, weil die dann in die Schrauben müssen wieder. Aber das ist alles. Ansonsten passt wunderbar. Und wie gesagt, die Davidoff hat es. Die hat die Sprintfelgen in Orange. Ich finde es wirklich hübsch. Das ist eine hübsche Felge. Aus, ja. Die kann man sehen. Ja. Sieht man auch relativ selten, die Felge auf GTS. Um eine Alternative im 12-Zoll-Bereich zu haben, sieht man das nicht häufig. Und das ist ein hübsches Teil. Dann kontrollieren wir noch Öl. Luft haben wir kontrolliert, Öl. Und da wir aber gerade bei den Reifen waren, eine Sache auch bitte immer kontrollieren bei einem Neufahrzeug. Reifenmuttern Die nachziehen. Radbolzen. Die kommen zwar eigentlich immer angezogen, unseren Drehmomentschlüssel der Marke gesponsert aus dem Hause Scuderia, glaube ich. Scuderia. So, wir haben 25, in dem Fall 28, also es ist 25 bis 30. Ja, die sind eigentlich immer fest. Aber gut, da checkt man nochmal. Ne? Dieses Knackgeräusch ist einfach, ach, die sind wirklich fest. Hinten geht's, brauchst du ja nicht, es kommt super ran. Ja, richtig rein. So, fest, fest. Wir wissen, das Fahrzeug kann Da man passiert rauslassen. nichts. Passiert nichts. So, jetzt haben wir ihn gerade oben. Dann nehmen wir uns noch einen kleinen Lappen und kontrollieren auch, dass das ist fest. Zange. So, Öl ist drin. Öl wird immer eingeschraubt gemessen. Ja, also ich habe es kurz sauber gemacht. Auflegen, dann sieht man da nicht so sehr viel, bis zur Hälfte. Wenn man es weiß, weiß man, okay, jetzt kommt noch die Gewinde dazu, dann bin ich mit voll, alles gut. Ja, und dann ist prima. Aber einfach eine Ölkontrolle. Immer reingeschraubt, ne, bei allen Modellen. Reingeschraubt bei allen Modellen, ja. Auf dem Hauptständer gerade stehend reingeschraubt und bei leicht abgekühlten Motor. Ne? Also nicht eiskalt, ne? Aber auch nicht hier brennend heiß. Gerade von der Ostsee zurückgeballert.
Aber das ist macht bei der HPE besonders Spaß. Deswegen, bei der HPE sind wir auch übergegangen zu dem Thema. Also wir sind ja wirklich nicht die kauf dies, kauf jenes, kauf welches Typen. Ja, aber das Schauglas? Das Schauglas, das schwatze ich den Leuten jetzt auf. Das ist so sinnvoll. Es ist toll, so, ne? So sinnvoll. Ja, ich habe jetzt auch die ersten Motorschäden hier gehabt. Zum Glück erst jetzt. Ich weiß, dass es in anderen Werkstätten ganz anders aussieht und bei euch da draußen auch. Aber das Schauglas bei der HPE unbedingt. Den Motorschäden, die wir hier hatten, wenn ihr das mal habt, gleich neue Kolbenringe mit einbauen oder mal aus dem Motor, also mal aus die Zylinder einbauen. Da habt ihr keinen Ölverbrauch mehr. Ja. Tada. HPE, Sprung weg. So, Öl ist drin im Kollegen. Wir können noch mal so, eine Sichtprüfung natürlich auch. Sind alle Sachen, sind alle Schrauben fest, klappert irgendwo was. Ja, ist ja auch irgendwie, dass man noch mal so alles ein bisschen anfasst. Dazu macht sich auch wieder gut. Gut, das ist Neufahrzeug, aber wenn man das am Ende noch einmal mal überpoliert, ja, so ganz leicht, geht ja ganz schnell, dann fasst man einfach alles noch mal an. Ja, und hat alles noch mal im Griff und man merkt, wenn irgendwo was lose ist oder irgendwo was nicht stimmt, irgendwas nicht richtig sitzt. Ja, das ist immer noch ganz gut als Tipp. So. Okay. Haben wir. Öl haben wir, Luft haben wir, Knacki haben wir. Spiegel dran. Batterie drin. Wir würden jetzt Probe fahren, voll tanken, umgekehrt in der Reihenfolge. Eine Sache noch. Das machen wir auch gleich noch mit, weil wir da nämlich gerade dran sind. Und zwar hier hinten bei den kleinen, nicht bei den großen, bei den kleinen. Hier hinten kann man ja die Bremse einstellen. Klar, bei einem Neufahrzeug ist da nichts einzustellen in der Regel. Ja, aber derselbe 10er Schlüssel, mit dem man hier unten die Bremse einstellt, weil man das eigentlich doch häufig machen muss, oder häufiger, kann man hier oben den Getriebe-Ölmessstab. Ach, der geht auch mit dem 10er. Der geht auch mit dem 10er, weil der ist manchmal ganz schön fest. So, kann man auch noch mal kontrollieren. Ja, Getriebeöl ist drin. Auch ausreichend. Auch hier eingeschraubt. Ja? Auch hier eingeschraubt natürlich. So. Jetzt. So. Nachgezogen. Fertig. So, nochmal leise. Dann kann man nämlich auch noch mal hören, wenn man das Ding anmacht, wie die Pumpe anspringt. Ja, hört man gut. Ja, hört man gut. Ne? So. Und dann bei denen auch kein Gas geben. Ne? Kein Gas geben bei den Modellen, weil dann funktioniert es gar nicht. Nicht gut mit Gas geben. Ja? Also ich habe jetzt nur gezogen, aber nicht wirklich Gas gegeben. So, läuft. Wunderbar. Einmal Funktionskontrolle, ob alles geht. Ne? Blinker. Vorne, hinten. An, aus. Hupe. Fernlicht, Abblendlicht. Schniggelt. Können wir es auch gleich wieder ausmachen. So. Das ist der Modschalter hier? Genau, den machen wir mal kurz. Hier ist der Modschalter. Ne, der Modschalter schaltet ja zwischen den Tageskilometerzählern A und B, also Trip A, Trip B. Das ist bei der GTS identisch. Und zwischen Total. Also dieses Feld ist identisch. Total, Trip A, Trip B. So, hier steht jetzt überall 0 drauf, deswegen ist der Effekt nicht ganz so gut, aber bei Trip A, Trip B durch Halten wird der genullt. Ne? Und dann vergisst man auch häufig, wie man die Uhr stellt. Dazu geht er in den absoluten Kilometerstand, der sich natürlich nicht nullt durch gedrückt halten, sondern der durch gedrückt halten jetzt in die Uhr reinspringt. Und dann kann man die, wie spät ist es eigentlich? So. Und natürlich hat das Ding keine 24-Stunden-Einzeige. Ich dachte mir schon 52, weil man die Uhrzeit 21 oder nach 6. Schauen wir mal, 55. Wenn nicht, stellen wir nochmal nach. Ja, springt dann wieder auf 1, weil man im Italienischen kein 13, 14, 15 als Uhrzeit kennt. Von daher ist es tatsächlich nur bei der Supertech, und da wird es auch als, hast du mal gelesen im Prospekt? Mit 24 Stunden Anzeige. Ist schon ein Highlight. Aber wer braucht das, ehrlich? Also, ja, nur weil es das in unserer Sprache gibt. Okay, so. Ja, sieht schön aus. Bremslichtkontrolle nochmal hier kurz.
funktioniert auch alles, Bremsen funktionieren, Klappern, wir haben alles nochmal durchgegangen und ihr seht, das ist schon, jetzt fährt man das Ding noch Probe, ja, also wir fahren immer so ungefähr 5 Kilometer, dann kann man was sagen. Und das Witzige ist, man merkt auch in den ersten 2-3 Kilometern, merkt man, wie das Fahrzeug, also bei einer 50er, ja, okay, wie das irgendwie ein bisschen freier läuft, weil wenn du die ersten Meter mit der Kiste fährst, denkst du, da hält einer fest. Ja, das ist schon ganz merkwürdig und das ergibt sich aber ganz schnell, dass sich das ein bisschen frei läuft. Deswegen ist die Probefahrt, finde ich, gerade bei den 50ern auch sehr, sehr wichtig, also bevor der Kunde die überhaupt bekommt. Wenn ihr die so nach Hause bekommt, dann auch für euch kein Schreck. Das bessert sich ganz schnell. Probefahrt super wichtig. Und dann seht, es ist doch schon ein bisschen was zu tun, auch an so einem Neufahrzeug. Ja. Ne? Und dann kommt nur das kleine Kennzeichen rein und dann kann der Kunde das Ding schon mitnehmen. Und dann kann es losfahren. Nicht zulassungspflichtige Fahrzeuge. Das ist das Schöne daran. Ja, ja, also ich glaube auch tatsächlich, trotz des 125er Führerscheins, der ja großartig, ja, dieser Scheuerlappen, fantastisch, mit dem zunehmenden 30er-Zonen in den Innenstädten macht ja so ein 50er eine Renaissance erleben. Ja. Definitiv. Also momentan ist sie sehr abgeschrieben durch den Scheuerlappen. Ja, also momentan wollen gar nicht so viele gerade, klar, verständlich. Auch bei den Benzinpreisen wird es jetzt demnächst wahrscheinlich wieder mehr Fuffis auf der Straße geben. Ne? Ja, eben, bei 2 Liter Spritverbrauch. Ja, ist super, ne? Eben, da ist die wieder ganz weit da vorne. Da ist man also ganz weit vorne mit dem Ding. Und wenn nur 30 angesagt ist, was soll's? Dann brauchst du nichts anderes. Ganz das genau. Stimmt. Ja. Okay. Super. Ja, Micha macht jetzt noch eine Probefahrt mit dem neuen 50er-Roller von Vespa und dann kann und der die restlichen abschließenden Sachen, sowas wie, dass die Lenkung freigängig ist und so, das ist... Hab's noch nie anders erlebt, aber Kontrolle ist gut, ja, vor allem, wenn man das dann nachher an Dritte rausgibt. Aber das sind so Dinge, die bei der Probefahrt, Bremswirkung, Lenkung, ist der Tank dicht, deswegen tanken wir die Dinge auch voll. Und ansonsten war's das, dann kann das Ding eigentlich raus. Also der wäre jetzt noch 10 Minuten, Viertelstunde, bis man da seine 5 Kilometer... Und großartig anders ist bei einer GTS wahrscheinlich auch nicht. Kein einziges Stück. Bei allen Modellen wahrscheinlich ähnlich. Ne? Also es ist dieselbe Arbeit, die man zu tun hat. Man hat ein Gummi mehr oder weniger. Ja, einen mehr. Man hat vorne diese zweieckigen, man hat einen Gummi im Unterboden mehr. Also die Batterie ist größer, aber die Arbeitsschritte identisch. Ja, Ölkontrolle, Luftkontrolle, das Spiegel anbauen, alles identisch. Alles identisch. Ja, dann habt ihr das jetzt auch mal gesehen, wie eine Vespa ausgepackt wird, wie sie ankommt bei der Lieferung und wie sie dann fahrfertig gemacht wird, damit ihr sie abholen könnt. Saison kommt die nächste, es wird langsam ein bisschen wärmer, also Vorbestellungen können, glaube ich, angenommen werden. Endlich. Da müsst ihr dieses Jahr auch echt aufpassen, ey, bei bestimmten Farben. Es wird immer schwieriger zu bestellen. Die Lieferzeiten, ja. Also wenn der Händler eures Vertrauens das hat, was ihr sucht, zuschlagen. Ja. Das kann nur schlimmer werden. Ja. Ja, dann würde ich sagen, fahrt vorsichtig, wenn ihr jetzt fahrt oder beginnt zu fahren. Sicherheitstrainings buchen, wenn man sie denn machen kann. Unsere Vespa-Sicherheitstrainings sind schon voll, die wir zusammen mit Scuderia dann seit diesem Jahr starten. Die sind voll, aber wir machen immer wieder welche. Und wir machen übrigens auch noch im Juli, ich verrate mal ganz kurz vor, wir machen so eine Art Vespa-Cup. Ja, da muss ich dich noch abholen, weil das machen wir zusammen. Wir machen so eine Art Vespa-Cup, auch hier im Umland auf einer Rennstrecke. Super. Mit... bla bla bla. Gibt noch mehr. Erzählen wir euch noch. Gibt es noch mal ein extra Video drüber, wer da mitmachen möchte. Da machen wir noch ein paar Details dann fertig, damit ihr da die Infos habt. Ja, dann würde ich sagen, ich gehe wieder ein bisschen fahren. Viel Spaß. Genießt das schöne Wetter und wir sehen uns dann nächste Woche. Macht's gut. Bis dann. Bis dann und nicht vergessen zu abonnieren. Ciao. Genau. Ciao.